Okay, weiter geht's. So, also, was haben wir da? Oh, jetzt haben wir nur noch so eine kleine Basis. Alter Schwede, okay, hier ist einiges aufgelaufen. Hi Mike, solange es sich nicht um illegalen Sexhandel mit Kleinwüchsigen handelt, interessiert das keinen. Nur ein Scherz. Die Leser lieben es zu erfahren, wie große Unternehmen die Wirtschaft ruinieren. Das wird eine gute Story. Danke, Mike. Notiz für mich, Daten über Crusader Artilleriesystem. Mr. Leland, ich muss noch einmal ausdrücklich darauf bestehen, dass das Crusader Artilleriesystem verkauft wird. Ich bin nicht der Einzige im Kongress und im Haushaltsausschuss, der beträchtliche Aktienanteile an dieser Sache besitzt. Wir sitzen auf einem Waffensystem, das in Zeiten der Deeskalation für Auseinandersetzungen im Kalten Krieg konzipiert wurde. Wir haben 50.000 überflüssige mobile Artilleriesysteme und ich stecke in ziemlich großen Schwierigkeiten, wenn die alle vor sich hinrosten. Mein Assistent hat mich über ihren Plan Jolly Roger informiert. Das ist ein Anfang, aber wir brauchen mehr. Um Waffen für einen konventionellen Krieg zu verkaufen, reicht es nicht aus, wenn sich jeder Europäer vor Angst über islamistische Radikale in die Hose macht. Benutzen Sie Ihren Einfallsreichtum und verschaffen Sie mir einen Krieg. Irgendwo in der Türkei, in Russland, Georgien, der Ukraine oder in irgendeinem Kaff, das mit Stan endet. Ich will Schlagzeilen sehen, mein Lieber. Ich will sehen, dass sich meine Crusader-Systeme spätestens bis Weihnachten an einen Idioten in Anatolien verkaufen. Herrgott. DR. Aha. Das schicken wir natürlich wieder direkt an Scarlett. Mr. Leland, eine Tatsache ist, Sie haben einen Haufen Kohle. Eine andere Tatsache ist, ich verfüge über belastende Informationen über kriegsgewinnlerische Aktivitäten in Abstimmung mit einem Mitglied der US-Legislative. Ich habe eine einfache Bitte an Sie. Bezahlen Sie mich, damit ich diese Informationen nicht an die Öffentlichkeit bringe. Sie können das Geld auf mein Schweizer Bankkonto überweisen. Der Name des Kontoinhabers ist natürlich frei erfunden und die IP-Adresse dieser E-Mail ist falsch. Wenn Sie wollen, dass diese Sache unter uns bleibt, bringen Sie etwas Bargeld ins Spiel. Funktioniert bei Ihnen ansonsten doch auch, oder? Sehr schön. Okay, also schicken wir es wieder an Scarlett. Du fragst dich wahrscheinlich, worum es bei deiner nächsten Enthüllung gehen soll. Hier ist ein Vorschlag. E-Mail-Verkehr zwischen Hellbecks Vorstandsvorsitzendem und einem halb anonymen Mitglied der US-Legislative, in dem die beiden darin übereinkommen, einen Krieg auszulösen, um mehr Waffen verkaufen zu können. Viel Spaß. Hau rein. Oh, Shahid meldet sich mal wieder. Dass ich das noch erleben darf. Mr. Thornton, als wir das letzte Mal persönlich gesprochen haben, habe ich hoch und heilig versprochen, dass ich weitere Informationen besorgen würde, wenn Sie mich am Leben lassen. Ich sagte, wir würden uns wieder treffen. Und ich habe versprochen, dass ich mich nicht verstecken werde, also schlage ich vor, dass wir uns persönlich auf neutralem Gebiet treffen. Dann und dort werde ich enthüllen, was ich weiß. Steven, der mich ja hasst wie die Pest, wenn man nach dem Dossier geht. Mike, ich habe wichtige Neuigkeiten. Ich habe es getan. 2 Bräute auf einmal. Oh Mann. Danke, dass du mir das mitteilst. Was treibst du? Mein Kontakt hat mich nach dem großen alten Michael F. Thornton gefragt. Wie lautet dein zweiter Vorname eigentlich wirklich? Ich habe hin und her überlegt und ein Minotaurus meinte, es sei Finnegan, aber ich zweifle seine Glaubwürdigkeit an. Ja, ich glaube, die Russen, die Europäer, die Chinesen, alle Agencies suchen gerade einen Thornton, der da eine hässliche Fresse hat. Keine Sorge, ich bin's, kennst mich ja. Erinnerst du dich, als ich dir von den beiden Bräuten erzählt habe? Gleichzeitig? Alter, wie auch immer, hört sich so an, als seist du gerade beschäftigt. Schreib mir mal. Hört sich so an, als seist du beschäftigt. Okay. Alter, der Steven. Ich weiß aber nicht, wenn der mich so abgründig fasst, wieso der mir immer noch irgendwie hilft. Ich meine, er hat mir auch geholfen, aus Taipei rauszukommen und so, ohne mich zu verraten. Was eigentlich nicht wirklich Sinn macht, wenn er diese -8-Skalierung da hat bei mir, aber gut. Von Mina. Hey Mike, ich habe ein internes Memo an Leland abgefangen. Achso, warte mal. Dem Steven kann ich sogar antworten. Stumpf. Ich habe niemanden getötet, noch nicht. Das will ich so nicht sagen. Aus diesem Grund schreibe ich Ihnen. Ich habe mit meinem früheren Arbeitgeber noch eine Sache zu klären und mir steht eine unschöne Heimkehr bevor. Deshalb hätte ich Sie und Ihre speziellen Fähigkeiten gerne an meiner Seite. Ort und voraussichtliche Ankunftszeit sind noch unbekannt. Ich werde meinen PDE verlieren. Auf diesem werden Instruktionen zum Aufspüren meinerseits hinterlegt sein, sobald das Hauptereignis beginnt. Sehen Sie dies als unverbindliche Einladung an, ein paar Leute umzulegen. Okay. Wow, 2 Ladies gleichzeitig. Haben sie zusammen weniger als 300 Kilo gewogen? Vom Thema fette Tussis mal abgesehen, ich brauche einen Gefallen, wenn du willst. Ich meine, das ist natürlich die Art, wie man mit Hack reden muss, ne, glaube ich. Wenn du willst. Ich muss Vater Staat einen Besuch abstatten. Das Problem ist, dass ich noch nicht genau weiß, wo das Treffen stattfindet und ich glaube, ich kann dich nicht mitnehmen. Ich schicke dir Instruktionen, wie du meine Position über meinen PDE verfolgen kannst, welches ich an einer bestimmten Stelle hinterlasse. Wenn du den Instruktionen folgen kannst, garantiere ich dir ein wahres Massaker. Denken Sie darüber nach. Geschäft. Steven, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Eroberung. Ich bin sicher, dass die beteiligten Damen von unzweifelhafter Abstammung und Raffinesse waren. Alter. Jetzt etwas Geschäftliches. Ich schulde meinem früheren Arbeitgeber einen Besuch. Es wird wahrscheinlich brutal werden. Natürlich bist du die erste Wahl, um mich bei dieser Mission zu unterstützen. Ich weiß weder, wohin mich das führen wird, noch wann, und ich muss alleine dahin. Ich kann dir ein Programm geben, das die Position meines PDEs verfolgt.
damit du mir folgen kannst. Kein Zweifel, dass du dir einen Weg erkämpfen wirst, wo auch immer ich hingehe und wir uns dann treffen. Wenn du mir helfen kannst, wäre ich dir sehr dankbar. Das ist jetzt die Frage, ob man hier so ein bisschen geplänkelmäßig oder geschäftlich mit ihm redet, ne? Zumindest redet er mit Steven an, das ist schon mal gut, da hat er mal drauf bestanden. Ich meine, da er uns nicht mag, ist das mit dem Gefallen jetzt vielleicht auch nicht die richtige Formulierung. Nehmen wir mal das Geschäftliche. Hau rein. Genau, dann haben wir von Mina, die das Memo abgefangen hat, an Leland. Mr. Leland, ich habe mir die Zahlen angesehen. Wir hinken unseren Zielvorgaben für dieses Quartal hinterher. Unser Aktienpreis erholt sich zwar, aber wir konnten das Niveau des Vorjahres nicht erreichen. Die Zuversicht der Investoren schwindet und wir haben Mühe zu erklären, warum im Westen und Osten so viele Finanzmittel entnommen wurden. Ich bleibe dennoch optimistisch. Wir haben uns in Russland, Italien und Taiwan eine gute Basis geschaffen. Natürlich gab es kleinere Rückschläge, aber so ist das Geschäft. Die EU steht kurz vor einer Panik à la Patriot Act. Moskaus Unterwelt erweist sich als weiterhin profitabel und der Sung-Vorfall hat Taiwan zu einer Oase für neue Verträge aufblühen lassen. Wie Sie es gewünscht haben, habe ich eine Summe für Ihr persönliches Sicherheitsgefolge angewiesen. Leider muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass ich Ihre Anfrage bezüglich des Personals und der Ausrüstung nicht erfüllen konnte. Für alle Unannehmlichkeiten möchte ich mich entschuldigen. Kate Jacobson, Direktor für Spezialprojekte Hellback International. Diese E-Mail wurde vom überwachten NSA-Computer in Rom gesendet. Rick, Echelon sind gerade ein paar E-Mails aus Moskau untergekommen. Anscheinend wurde ein Surkov getötet, ein hohes Tier des organisierten Verbrechens. Einige der Nachrichten stammen von Hellback International, du weißt schon, dieses große Unternehmen aus San Francisco. Sieht so aus, als sei Surkov ihr Verbindungsmann für den Verkauf von Handfeuerwaffen in der Region gewesen. Die sind ziemlich in Rage, weil er tot ist, das freut mich zu hören. Ist eine Schande, dass die auch nur eine Träne wegen dieses toten Gangsterbosses vergießen. Ich überlege, ob wir die Sache nicht nach oben schießen. Was im Ausland passiert, ist nicht unser Problem, aber hier hat eine amerikanische Firma mit Hauptsitz in den USA Waffen verkauft. Zumindest sollten wir ihren Anwälten auf die Zehen treten. Ich glaube nicht, dass das gut für seine Karriere ist, wenn er negativ über Hellback redet. Ja, leider ist der Hack der einzige, den wir uns zur Unterstützung ranholen können, weil wir halt Surkov umgelegt haben und vielleicht hätten wir auch Baiko irgendwie benutzen können zur Unterstützung oder so, man weiß es nicht. Müsste man dann in einem anderen Durchlauf schauen. Gut, kann ich erstmal schauen, ob ich hier noch wieder so ein bisschen Geld verdienen kann. Leider nicht so richtig. Okay, Adrenalinspritze können wir vielleicht mal mitnehmen. Beim nächsten Mal. Die wäre halt schon ziemlich gut, aber leider haben wir ja nicht den Weg des Geldes gewählt. Deswegen können wir da nichts machen. Warte mal, es gab doch die eine Pistole. Gibt es die noch? Genau, die Seraphim. Für 118, die kann ich mir auch nicht leisten. Ja, super. Wir hätten echt mehr kriminellen Scheiß machen sollen, um uns Geld zu beschaffen. Aber gut, da müssen wir halt mit den zweitklassigen Ausrüstungen. Dracos Messer. I think there's enough coke residue on this knife to get very, very high. Kann gut sein. Ja, da müssen wir leider mit unserer mittelmäßigen Ausstattung hier ins finale Gefecht ziehen.
Was ich allerdings noch machen wollte, genau... Ah, ich habe sogar Adrenalin ausgerüstet, okay. Also, wir können Scarlet kontaktieren, Albatros kontaktieren, Shahid und dann Alpha-Protokoll infiltrieren. Okay, dann sind das unsere Hilfen wahrscheinlich, die wir noch bekommen können. Sie vertraut mir immerhin noch. Du hast einen Anruf von Scarlet Lake erhalten. Triff dich mit ihr, finde heraus, was sie will und übergib ihr zur sicheren Verwahrung Beweise über Hellbecks Machenschaften. Machen wir mal. Scarlet? Come in, Mike. Your door was open. You don't seem surprised. How did you know it was me? I would have known if it wasn't you. Footsteps are like signatures. That's an interesting skill to have picked up. In case you haven't guessed already, I don't have much of a social life. What is it you needed, Mike? Got another story to pass along? Yes, but it's complicated. That's so? What a surprise. Very little about you seems simple. I was pretty certain you might be Interpol or military. But my gut tells me intelligence. But none of my contacts have heard of you. Contacts? So you've been checking up on me? Ja, gut, war I zu didn't warten. want to, but you really don't leave me much choice if I want to know the truth. If I was intelligence, is that something you think I'd tell a journalist? You tell me. And I'd like you to be honest with me, if you can. I think I deserve that much. There's not much to say. I used to work for the United States government. I still do in my own way. What do you mean? I'm not exactly welcome back home. When you met me in Saudi Arabia, that was my last official mission with the US. After that, I've been on my own. Except for people I've met on the way. Like you. It doesn't sound like you've had a chance to relax in Saudi Arabia. That's an understatement. My military and intelligence contacts didn't have much on you. Not surprising. So, I checked the corporate gossip. Halbeck's taken quite an interest in you. Let's just say Leyland and I don't see eye to eye on business practices. You ever met him? At press conferences. Quite the snake. But that doesn't explain why Halbeck would be after you. I accidentally discovered something in Saudi Arabia I shouldn't have. Something that could ruin Halbeck. What did you find out? I found they'd been selling weapons to Al-Samad, and I got proof. Is that why you're here? I don't trust anyone else with it. And if something happens to me, then the world needs to know. It's that bad, huh? Pretty bad. I'll make sure it gets where it needs to go. Are you going to be all right? I have no idea. Do you need to leave right now? I do. I'm sorry. Me too. Thanks, Scarlet. For everything. I haven't done anything yet, Mike. Thank me when we see each other again, all right? Ja, wir haben noch Sachen zu erledigen. Und wir haben jetzt nicht so wirklich ich meine, wir haben jetzt nicht wirklich eine Beziehung zu Scarlet gehabt, ja. Also, wir haben ihr Material zugespielt und so. Also, ich denke mal, dass er Mina näher steht als Scarlet. Zur zusätzlichen Absicherung kontaktierte Agent Thornton Scarlet Lake, bevor er sich Alpha-Protokoll ergab und versorgte sie mit Informationen über Hellbecks Machenschaften. In ihrem Hotelzimmer tauschten Scarlet und Thornton die Informationen aus. Nachdem er Scarlet das Material übergeben hatte, verließ Agent Thornton das Hotel und kehrte nicht zurück. Berichten zufolge wartete Scarlet noch einige Zeit, nachdem er gegangen war, bis sie schließlich aufgab. Ja gut, haben wir sie ein bisschen enttäuscht, aber tja, so ist es halt. So, da sind wir wieder. Na schön, ich bin ganz Ohr von Scarlet. Hallo Mike. Also anfangs dachte ich ja noch, du wärst eine kuriose Fußnote unter vielen. Aber mit den Informationen, die du da ausgegraben hast, hast du dich endgültig zu einer Person von Interesse, jedenfalls in meinen Büchern, gemausert. Ich habe keinen Schimmer, wo du diese Info her hast, aber sie ist Gold wert. Ich weiß zwar nicht, was für dich dabei rausschaut, Alter, wir hatten das übersetzt, aber was mich betrifft, habe ich jede Menge zu tun gekriegt. Darum sage ich einfach mal Danke. Die Daten, die du da beschafft hast, du bist wohl ein ziemlich hohes Risiko eingegangen. Ich bezweifle, dass du das speziell für mich getan hast, aber wenn das der Fall sein sollte, also dann schulde ich dir zumindest ein Abendessen. Du darfst gern bleiben, Scarlet.
Nochmal, an einer Story über Hellbeck interessiert. Hallöchen Mike, gerade habe ich mich gefragt, ob nicht irgendein netter Fremder eine Idee für eine Top-Story in meiner Inbox hinterlassen hat. Und weißt du was? Einer hat's getan. Ich weiß das zu schätzen. Ich werde diese Story gleich weiterleiten. Es geht doch nichts über Politiker, die der Korruption beschuldigt werden. Scarlet Lake. Ja gut, das war die Geschichte. Steven, automatisch erstellte Mitteilung. Dies ist die Adresse von Herrn Steven Heck. Ich habe momentan einige äußerst wichtige Angelegenheiten zu erledigen und werde meine E-Mails voraussichtlich längere Zeit nicht beantworten können. Verzweifeln Sie nicht. Für den Fall, dass ich lebendig begraben werden sollte, habe ich eine große Menge Betäubungsmittel in meinem Anus versteckt. Alter, was? Na gut, es kann jetzt natürlich sein, dass er das einfach schickt, weil er mir nicht helfen will, weil er halt doch auf -8 steht. Oder er taucht vielleicht trotzdem auf, wir wissen es nicht. Wir werden es erleben. Ansonsten hat sich ja nichts verändert, also können wir mal direkt mit Albatros reden. What the hell? Guess the old man gave me a false number. Communications decrypted. Signal established. Albatross. Your signal's weak. I can barely see you. Agent Thornton, Mike, my apologies for the poor connection. It's the price one pays for privacy. I can only spare a few minutes, so tell me what you need, quickly. I'm infiltrating the Alpha Protocol facility, and I need your help. I see. This is sooner than I expected. If you think I know the location of the facility, I can't help you. I can get there. What I need is whatever intel or manpower you can provide, once I'm inside. If you can get in and transmit the location. But once you transmit the coordinates, you'll need to buy yourself some time before I can intervene. May I ask why you're infiltrating the agency? It seems counterproductive, not to mention the low chance of success. I miss it, and I have abandonment issues. I can pay you for your time. You don't need to pay me, Mike. An alliance with you and your continued survival has proven to be in my best interests. When I was at Braco's mercy, you chose to intervene. I've not forgotten. You're not getting compassionate in your old age, are you? Consider it a payment for services rendered. One doesn't kill the golden goose. Or an albatross. Seems doing both would be unwise. I would agree. Once you reach your destination, we shall prove it. Until then, I shall ensure the south wind is at your back. Enjoy your flight. I'll see you soon. Das war ja schnell. Ja, wir würden vielleicht noch ein bisschen besser mit ihm stehen, wenn wir Sis nicht umgelegt hätten, aber gut. Ist ja doch die Frage, inwiefern sich die Storyline jetzt wirklich verändert, wenn man andere Entscheidungen trifft. Das bliebe dann auszutesten. Na gut. Was haben wir noch? Mit Shahid treffen. Welcome, Agent Thornton. This is the meeting I spoke of long ago in Saudi Arabia, I believe. I have much to share with you. Is it about Halbeck? A portion of it is, yes. The rest concerns its partner, your Alpha Protocol program. But that will cost you. I don't have much more to give, Shahid. And I did spare your life before. You know as well as I do. These events that Halbeck has set in motion, they are not well researched. They are conflicts. And then there are wars. What they have started, it is a fire that will sweep the globe. And that concerns you? When these events will make my country suffer more than it deserves? Yes. And when another may shoulder the rightful blame? Again, yes. Rightful blame. Indeed. Are you prepared to betray your own country, Agent Thornton? When I speak of blame, it is the United States that is the one responsible for these events. I've come this far, and I'm already acting against its best intentions, apparently. And you have no doubts on this? No. After that missile nearly obliterated me in Saudi, it's easy to tell who your friends are and who needs to die. Very well. You should know the Alpha Protocol you are under. It is designed for such abuse, and you are a victim of it. I know, but I walked into it, and it's my job to fix it. I see. But you have come for help, or simply to call a favor due.
I have information that should be of use to you in hurting Helbeck. Accounts, transactions, and knowledge of their involvement with your program. And of course, the missile codes you asked for. Although I fail to see what use they are to you. That's a start. A start? Yes. I need you to broadcast something for me. I have a suspicion that's going to cause quite a stir where I'm headed. Die Untertitel sind manchmal auch ein bisschen buggy, ja? Okay, Agent Thornton hat Scheich Ali Shahid um Informationen ersucht, die zum Fall Helbecks beitragen könnten. Shahid sprach wiederholt davon, dass die Ereignisse, die in Bewegung gesetzt wurden, gefährlicher sind, als Helbeck denkt. Anstatt lediglich für eine Zunahme der weltweiten Spannungen zu sorgen, werden ihre Handlungen einen echten Weltkrieg auslösen. Thornton stimmte zu, Shahids Informationen zu verwenden, um Helbeck und Alpha-Protokoll zu Fall zu bringen. Ja, jetzt hätte ich ihn halt auch umlegen können, aber ich muss halt sagen, er ist tatsächlich der am ehesten meiner Sache dienen kann. Ne? Ich meine, die anderen, ich meine, was wären die mir schon von Nutzen gewesen? Ne? Vielleicht der Surkov, eventuell, wobei der vielleicht nur so ein bisschen als Backup-Lösung fungieren würde, wenn man Shahid getötet hätte. Dann hätte man eine zweite Quelle für Informationen gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Shahids Motivation an der ganzen Geschichte ist. Ich meine, bei Surkov weiß man, ist definitiv halt nur sein Businessinteresse, dass er halt weiter Geld verdienen will als Waffenhändler. Was ihn auch nicht gerade unbedingt zum Prio-A-Partner macht. Obwohl Shahid natürlich so der ist, der halt über die Al-Samad durch den Anschlag am Anfang auch irgendwie, also den Flugzeugabschuss auch irgendwie Leute auf dem Gewissen hat, wobei man auch immer noch nicht genau weiß, was genau das für ein Anschlag war. Ne? Also haben sie jetzt wirklich einfach random ein Flugzeug abgeschossen oder war das ein Flugzeug, wo irgendwie Helbeck-Leute drin sitzen und sie haben halt einfach nur Kollateralschäden in Kauf genommen, um die auszuschalten? Also es sind auch so Sachen, die man halt auch noch nicht so wirklich weiß. Weil er ja immer irgendwie so behauptet, er würde eigentlich gegen Helbeck kämpfen. Was, weiß ich nicht, inwiefern das stimmt. Und was nur wirklich seine eigentliche Motivation ist. Okay, neue E-Mails haben wir nicht. Clearinghouse können wir uns, denke ich, immer noch nichts kaufen. Dann fehlen uns leider ein paar tausend. Na gut, so ist es halt. Weil wir nicht korrupt genug waren. Fehlt uns jetzt das Geld. Das heißt aber auch, wir können nicht weiter viel machen. Das heißt, es geht ans Infiltrieren von Alpha-Protokoll. Ergib dich schon Darcy, damit dich Alpha-Protokoll in die Greybox bringt. Von dort an bist du auf dich allein gestellt. Erledige also sämtliche deiner Angelegenheiten, bevor du dich auslieferst. Dies ist deine letzte Gelegenheit, als freier Mann zu handeln. Ja, also das ist das Finale. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch das Verhör mit Leland, weil wir zu Alpha-Protokoll gegangen sind. Da werden ja diese Zwischensequenzen mit der dem Hauptzeitstrang hier zusammenlaufen. Aber gut. Gibt ja nichts weiter zu tun, also wähle einen Händler für die letzte Mission. Sie. Gut, mit ihr hatten wir nur gar nichts zu tun, weil wir Surkov umgelegt haben. Das wäre halt unsere Option gewesen, wenn wir mit Surkov einen Deal gemacht hätten oder mit dem den Deal eingehalten hätten. Steven mit -8, weiß ich nicht, ob das so gut ist, also bleibt halt nur Albatros, weil Mina haben wir ja auch gesagt, sie soll sich aus dem Staub machen. Also Albatros. Ist wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Wahl. Did you take care of what you had to do? Everything's in place. How about you? It shouldn't be much longer. Are you safe? Probably safer than you. Mike, if this doesn't work... Goodbye, Mina. Mind if I sit here? Go ahead. It'll save me from having to call in the squad. All done running? Never was. Yeah, well, whatever you call it, I'm here to bring you in. Glad you're not making a fuss about this. I called you, remember? Ja, bild dir mal nicht zu viel ein. Infiltriere die Alpha-Protokollanlage und bringe deine Mission zu Ende. Du wirst dein ganzes Können benötigen und wahrscheinlich auch jede Menge Feuerkraft. Aber wenn du versagst, bricht der 3. Weltkrieg aus. Du hast dich mit Albatros verbündet, der dich aufgespürt hat und jetzt für Verstärkung sorgt. Kontaktiere ihn so schnell wie möglich. Omen Deng und Ronald Tsang haben einen Server eingerichtet und warten darauf, dass du ihnen Informationen übermittelst, um sie an Regierungsbeamte
an ihrem Aufenthaltsort weiterzugeben. Sorge dafür, dass sie nur Beweise gegen die USA erhalten. Jancy und Darcy sind außer sich, weil du dich gegen Agentenkollegen gewendet hast. Sei auf der Hut vor Hinterhalten. Für diese Mission verfügbare Informationen? Keine. Das weiß ich halt auch noch nicht so richtig. Wenn ich jetzt in Alpha-Protokoll kämpfe, ist wahrscheinlich auch ein bisschen besser, so mehr lichtletal zu arbeiten, weil wahrscheinlich doch etliche von den Agenten nicht unbedingt wissen, was da so abgeht und irgendwie benutzt werden. Und nicht alle jetzt wirklich den Tod verdient haben. Aber gut, schauen wir mal. Jetzt hätte ich noch mal ins Clearinghouse gucken sollen, ob ich noch was kaufen kann, aber es stand ja wieder keine Informationen verfügbar. So, here we are, Agent Thornton. Guess you can go home again. If by home you mean prison. Mr. Westridge first spoke to you in this room, didn't he? Interrogated, actually. It was a really dull conversation. When he asked you why you volunteered for Alpha Protocol, do you remember what you told him? I told him I was sick of being trapped behind a desk. You ever had an intern position at a government agency? I have. Yeah, same old. All my exercise was moving papers from desk to desk. I'm here to do work, not sit back and manage it. I want to be out where the action is. I want to make a difference. Was it all you expected, Mike? Looking back, was the anger, the momentum of mission to mission, was it all worth it? All it did was get you to this point quicker. Not the most desirable outcome for you. Ja gut, wenn er nicht da wäre, wäre jetzt schon dritter You'll have Weltkrieg. to excuse me, but I asked for this next part to be recorded for posterity. I wanted to make sure it's captured perfectly. Do you know what I like most about our relationship, Henry? It's these special moments, you and I, talking about the world. It's really cozy. So when you're asking me if it's all worth it, not yet. But it will be when I look back on this years from now and get this beautiful wave of nostalgia. Never mind then, Thornton. Seems... I'm not done. What I'm gonna remember most is how you thought you had it all under control before this little plan of yours came crashing down around you. All right, Thornton. I think you misunderstand me. You see, I'm not here to gloat. I'm here to offer you a deal. I'm not giving up the film footage, see? I don't care, Mike. That's a separate appointment in my calendar. Right now, we're discussing you and Helbeck. What are you talking about? If you stay here, it isn't going to turn out well for you. The best you could have hoped for was to be captured by Alpha Protocol. Then they can erase you, quietly. To me, that seems like a waste of talent. Really? Really? Do you know why I used you in the first place? I'm all ears. Because I recognize an asset when I see it. That is the reason Helbeck is where it is today, and why our numbers are so high. It's also why Mr. Marburg chose to work for me. It's because I recognize value, and I reward loyalty. You're offering me a job. Mike, you already work for me. I'd just like to make it official. We have an excellent insurance package. What makes you think I'd even consider that? Because you can't go back. You added some NSA agents to your body count in Rome. No American agent gets away with that in the end. You're not pretending to be a rogue agent anymore. You are one. They'll execute you. Die habe ich doch nur betäubt. Me? I have a different perspective on the situation. I know what you did needed to be done to achieve results. It's a rare quality to find someone willing to think outside the box. I still haven't heard your terms yet. And it sounds like you've made this offer before. This was the same talk Marburg and I had a long time ago, although I didn't know his agency connection when I hired him. You're a special case. I was able to recruit right from the source. So, a few things. One, you're going to be executed at worst, or at best, spend life in a CIA prison in Eastern Europe. Two, this will be the last conversation you will have with another human being. And three, it really wasn't my fault that this whole situation happened, but I think you already recognize that. I'm listening. Mike, your government needed my contracts. They hired me to build this place, and worst of all, they created you. Worst of all?
Yes, because when they create programs like this, there's no accountability. And when people never have to answer for the things they do. It's amusing to hear you say that. Is this a pot talking to a kettle right now, or...? No, it's not. You're sitting in a cell because of it. Your life over. Because of something they did they'll never have to answer for. I can fix that. We can fix that. How? Make them accountable. I don't need Alpha Protocol anymore. It's going to be shut down, sanitized. But if selected footage reached the world about its presence, well, that might be the best for all parties. What? So you can make new hostilities, drive up sales? My role in this is already protected. Ich ziehe auch keiner zur Verantwortung. Shahid is dead, and all your operations in Taipei, Moscow, Rome, it didn't change anything. I can give you freedom, a new lease on life, even a villa of your choosing anywhere in the world. All I need is your cooperation. So, is it a deal or not? A future or no future at all? I've given it careful thought. Forget it. I'm never working for you. You and Alpha Protocol aren't getting away with this. I'm gonna drag you out to the light. Disappointing. Although, one last thing I'm curious about. Since you have every angle covered, what happened to that footage, Mike? The one of the airliner you had in your possession? It's safe. Oh, you mean with Scarlet? What? You mean safe with Scarlet. That's who you gave it to. I didn't say that. No, she did when we asked. She's here, you know. She was resistant at first, but, well... Don't hurt her. I can recover that footage for you. Noble, but misplaced. I'll have her tortured if I have to. Make no mistake about it. Who knows what sorts of secrets she could reveal. But enough about her. You've lost. All your efforts for nothing. You can't stop us. But not yet. Because you're still planning something, right? You're correct. There are some matters to be cleared up. Soon, all trace of this facility will be erased, and you along with it. After all, it never really existed in the first place. Leyland? What is it? I haven't forgotten my mission. I'm gonna see that you answer for what happened to the people on that airliner, and only I'm leaving this place alive. Amusing. Not really. Well then, you'd best get to it, Mr. Thornton. You have an hour. I look forward to your efforts. Ich weiß nicht, wenn man jetzt auf den Deal mit ihm eingegangen wäre, wie sich das ausgewirkt hätte. Deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Also ob man es quasi nur vortäuscht, Agent Thornton, täuschen kann oder ob das wirklich yourself heißt. to be captured, making us go through the effort of bringing you here. Well done. I don't like to brag. You have little to boast about, even if you were so inclined. Well, I confess I'm disappointed things ended like this. I was hoping to convince you to work for us. If not Halbeck, then the VCI. But that would depend on you. Not a chance. I don't expect I'll see you again, Agent Thornton. Your mission ends here. Doc will be along in just a bit to administer your meds. Nice knowing you, Thornton. Mike, can you read me? I've had the guards sent to your area routed to another location. Have any trouble finding this place? No. Once you supplied the earpiece frequency, we were able to track it to your location. That was very clever, by the way. Letting yourself be captured like that. I have my moments. What the hell Once is you're going armed, on in get to there? the Global Monitoring Center and hack into the system. I'll do what I can to assist you. What the hell is going on with the electronics in here? Come out wherever you
Ja, den zweiten habe ich jetzt nicht umgebracht, weil ich bin gar nicht so sicher, ob die Leute hier, zu wem die gehören. Weil wenn das einfach irgendwelche random Agenten sind, sind die ja nicht unbedingt die Leute, die hier sterben sollten. Ah, shit. Alter, was feuert denn da? Hä? Das Ding. Deswegen hat es mich hier unten noch nicht erwischt, weil ich unter seinem Dings war. Naja. You're not getting far. I'll be watching you. Kontaktiere Parker. Ich weiß ja nicht genau, was das für Agenten sind, ne? Weil wenn das Alpha-Protokoll-Leute sind, sind das ja nicht unbedingt die, die hier sterben sollten. Deswegen bin ich da leider ein bisschen unschlüssig. Ob ich jetzt hier tödliche Gewalt anwenden sollte oder nicht. Weil ja sicherlich hier nicht alle wissen, was hier abgeht. Alpha-Protokoll-Dossier. Seiner Beschreibung... weiß nicht, habe ich das schon? Seiner Beschreibung nach vereint das Alpha-Protokoll Rangabzeichen einige interessante Symbole. Der Sternring und die Pfeile symbolisieren Patriotismus und militärische Macht. Die Adlerklaue steht für Stärke. Die Schlange stellt entweder den Feind dar oder Tarnung und List. Die grobe Übersetzung der lateinischen Inschrift bedeutet, wohin niemand zu folgen mag. Vermag. Wohin niemand zu folgen vermag. Die Agenten von Alpha-Protokoll müssen oft nach der Methode des gelben Ziegelsteinwegs vorgehen. Die Agency stellt ihren Agenten zwar finanzielle Mittel und Ausrüstung zur Verfügung, aber die Agenten müssen sich ihren eigenen Ressourcenpool aufbauen. So, dass die Mittel nicht bis zur Agency zurückverfolgt werden können. Das bedeutet, dass seit dem Beginn von Alpha-Protokoll nahezu jeder Agent für seine eigene sichere Unterkunft, Bankkonten und seinen Waffenbestand zu sorgen hat, obwohl die Agency keinen direkten Zugriff darauf besitzt. Keine Ahnung, wer jetzt wieder von den Leuten hier noch einen neuen Eintrag hatte. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht. Okay, die Heilung brauchen wir nicht. Agent? Or is it just Mike Thornton now, with the rank stripped away? Never understood why we had titles anyway. Meaningless. I don't understand why you wanted to speak to me. If you think I can help you, you're wrong. We'll see. I think you'll want to hear what I have to say. Parker, the plan you arranged with Halbeck, it's not going to work. Really? Doubtful. I thought there was a chance you might return. You are resourceful. Even for a rogue agent. Well, I have you all to thank for being rogue, don't I?
I thought it would just be a cover, but you made it real. If you blame me for this, then you're in error. Miss Tang is to blame. You're saying Mina gave me up? And she ordered the missile strike? The first was done by her, yes. The second was the result of orders we received. She was not responsible for that. I would have preferred you return here, where you could be monitored. As you can see, letting you run around is dangerous. And, well, despite your flaws, you are a valuable resource. I don't believe Mina would give me up. I don't care what you believe, but I have no reason to lie to you. Now, what do you want? There's little I can do for you, so make it quick. Why did you try to kill me in Saudi Arabia? I know you sent the coordinates to Halbeck so they could drop a missile on me. To kill both you and Shahid and erase the evidence of the missiles, yes. The math was logical. But I'm not surprised you find it confusing. So you never even asked? You compromised mission data to a contractor. Why? Compromised? No. As I said, I was ordered to. As much as you were tasked to kill Shahid, I was tasked to kill you. A waste, but all evidence of the sale of the missiles was to be deleted, including the agent. That's why you were the new recruit, the one to take the fall. Halbeck's interests had to be protected because it's our national interests. So that makes Leyland in charge now? Of an entire branch of a U.S. agency? No. We were ordered to assist him in recovering his missiles, in assassinating Shahid, and then killing you. He was given access to the facility and our resources. But why? Why did we cooperate? There's no reason to ask why. You can't tell me that you didn't suspect something was wrong. Nothing was wrong, Thornton. As I said, Halbeck had proper authorization. They asked permission, and they got it. And Westridge didn't object? No, because like me, he follows orders. We were asked to get an agent to do Leyland's job and to contract me for my services. Services? What services? I was asked to isolate events in the world and create triggers. While many of these triggers would benefit Halbeck, a great deal would benefit the United States. China grows more powerful by the day. They are Halbeck customers as well, and if they are reliant on Halbeck technology, they are reliant on us. Even better, if they can be lured into action in Taiwan, well, then it buys us time to build strength. And Moscow? Rome? Rome was a reminder to the rest of Europe. Moscow, a necessary distribution center. And the people on the airliner in the Middle East? Those deaths, they are nothing compared to the death toll that would follow if these steps were not taken. You're nuts, Parker. You think your hypotheticals are better than the reality? I wouldn't expect you to understand, Thornton. But yes, the government asked me to design scenarios to promote America's position in the world, and to strengthen Halbeck as well. That was the most interesting assignment I've had in years. To use my analytical skills for something besides system maintenance or compiling budget reports. For a project of my own. So yes, I accepted the assignment, and I did what I do best. Analyzed. Provided you had all the information. I did have all the information. No. No, you didn't. Parker, Shahid isn't dead. I didn't kill him in Saudi Arabia. That missile never hit him. He'll be broadcasting in an hour. What you said about Moscow, that distribution center is shut down, and I found the real source there. I killed Surkov after he gave me what I needed to know. I don't believe you. I know you well enough, Agent. Anscheinend nicht. I assume you have proof of this. You're a logical guy, Parker. With what I told you, how do you think this is going to play out? Your mistake's not going to look good on a field report, or the nightly news. But it doesn't have to be your mistake. I take it you have a plan? Yeah, you've been drafted. So you better start making yourself useful right now. Ja, tut mir leid für euch, falls ihr nicht mit drin hängt, aber
Wer auf der falschen Seite kämpft, stirbt halt auch manchmal, ne? Deswegen sollte man sich sehr gut überlegen, auf welcher Seite man kämpft. Und nicht beim erstbesten Ruf zu den Waffen wie ein Hirnloser hinrennen. Ah, verdammt. Nee, bei Information. Ich merke es mir aber nicht, wo es ist bei Informationen. Okay, da haben wir die Karte. Hier sind wir hergekommen, glaube ich. Okay, scrollen kann man die nicht. Gibt es ja momentan noch nur einen Weg. Okay, da geht's nicht weiter. Bedienfeld überbrücken. Da geht's da runter. Ich bin da hergekommen. Ach, von da oben bin ich gekommen, okay. Da geht's nicht weiter momentan. Das heißt, ich kann jetzt geradeaus oder nach rechts. Okay, also geradeaus. Dann laufe ich nämlich hier den Weg. Okay, das macht dann irgendwie mehr Sinn. Dann kann ich erstmal da noch den Weg abchecken. Können wir nichts machen, das war im Intro. You're telling me. I think they're washing the place clean. That means they're doing the same with the data as well. You'll need to get to the servers quickly. Der war wieder noch nicht tot. Ah, verdammt. Ah, shit.
was? Okay, geradeaus geht's da nach unten. Das ist eine Sackgasse. We've got Mina. She put up quite a fight, but it's over for her now. Your choice on what to do next. Come after us or her. It's up to you. Triff dich mit dem Händler oder rette Mina. Wo auch immer das ist. Bei der Geschichte mit Mina bin ich mir noch nicht so sicher. Vielleicht war sie tatsächlich am Anfang auch mit involviert in die Mission und hat dann aber, als der Befehl kam, ihn zu töten... Mike, hurry. My men can't hold the position much longer. Skrupel bekommen und hat ihm deshalb geholfen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo der Weg ist, um ihr zu helfen, weil wir wissen es halt nicht. Wo sie ist. Ich würde schon Mina helfen wollen. Good. It'll give us more time to wrap up loose ends down here. Fuck off, Westridge. Just make sure you don't run away before we get to chat. Alter, muss ich echt konzentrieren auf die Dinger. Sooner. I'm sorry. You're sorry. This is my fault. I didn't cover my tracks well enough. They were following me when I met you at the hotel. And as soon as they had you, Darcy and his agents captured me. Is that who hit you? Yeah, but I hit him first. I'm getting you out of here. Can you stand? Yeah, mostly it's my pride that's hurt.
But, Mike, this facility is sealed off. There's nowhere to go. Yeah, that's why I feel sorry for you. You never give up, do you? Solange man nicht tot ist, es gibt noch eine I'll Chance. do what I can to shut down the security systems and to break the guards. Come out wherever you are. Go on ahead. I'll circle around and get to the terminal. If you see Darcy, save some for me. Kann ich nicht garantieren, dass ich von dem was übrig lasse. Wo zum Henker muss ich eigentlich hin? Wahrscheinlich hier raus, ist die Sackgasse, ne? Genau. Dem Händler treffen. 90 Grad nach links. Was ist mit dir passiert? Ja, mit der Stase-Kanone beschossen? Gleichen Weg zurück, den ich gekommen bin eigentlich, ne? Ja, genau, nachdem ich sie gerettet habe und dann da oben links. Na. Eigentlich können wir jetzt mal ein paar Türen eintreten, ne? Verdammt. Ganz knapp. Was? 5. Tür auftreten ist auch nicht so krass. Es dauert einfach noch nicht so lange, durch die Tür zu gehen. Warte mal. Ah, hier geht's weiter. Okay, kein Computer. I suggest you get to the center now, or you'll lose what little help you have. You're
not getting far. I'll be watching you. Jo, da haben wir noch was. Ist hier was? Verdammt! Hurry and set those charges. Keep an eye out for Thornton. He's still around here. Get him. Hands up. Ich habe ja gar nicht die Granate ausgerüstet gehabt, verdammt. Ah, was der redet, ist zu leise. In
Darcy, get your men ready. Oh, Darcy. Mikey won't get by me. So. Da sind wir. Wollen uns endlich mal um Darcy kümmern. Otherwise, it would have been too easy. Head for the wreckage. Some G-22 may have survived. If not, there may be supplies. Jetzt weiß ich nicht genau, wer das da im Flugzeug war. Ob das einfach so ein generischer G-22 war oder irgendjemand, den man kennt. Gut, vielleicht wäre das Sis drin gewesen, wenn man es am Leben gelassen hätte. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir hier mal das Episodenende, weil wir jetzt schon deutlich über der Zeit sind und ich glaube, hier passiert noch ein bisschen was. Also geht's dann hier weiter beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.